Der Michael Jackson Flashmob in Hamburg. Über 150 Zombies machten sich auf den Weg. Musicalschüler und Darsteller der Musicalschule Ahrensburg, Gewinner eines lokalen Castings und Fans des Michael Jackson Fanclubs Malibu. Zusammen feierten wir Halloween oder, wie Michael Jackson Fans sagen, Swelloween. Das ist MJ Update Folge 42 und heute nehme ich euch mit zum Hamburger Hauptbahnhof, wo der Michael Jackson Flashmob vor 1000 Zuschauern aufgeführt wurde. Und mittendrin waren wir Fans. Mal schauen, ob ihr mich entdeckt. Aber fangen wir ganz von vorne an. It's Swelloween. Ja, ich bin jetzt noch in Köln, aber ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hamburg und treffe mich am Kölner Hauptbahnhof mit den ganzen Malibus, die jetzt hier von Köln nach Hamburg fahren werden. Und ich bin total gespannt. Mein Kostüm habe ich soweit in der Tasche. Ich bin da gar nicht so mega fit, Kostüme zu basteln. Ich muss mal schauen, wie ich das jetzt noch finalisiere. Bisschen Make-up ist dabei, Theaterschminke. Ach, ich weiß noch gar nicht genau, wie ich mich zurecht machen werde. Aber ich habe ja eine Freundin dabei, meine gute Freundin Jenny ist dabei und alle anderen von Malibu, die Jenny von Malibu und ganz viele andere. Naja, wir werden uns sehen und mal gucken, wie es so wird. Und ja, ich bin gespannt, wie ich morgen ausschaue. Zuerst einmal müssen wir in Hamburg ankommen. Hier die Malibu-Truppe am Kölner Hauptbahnhof auf Gleis 5 und gut gelaunt in der Bahn. Mit nur circa 30 Minuten Verspätung kamen wir in Hamburg an, wo wir direkt im Hotel eincheckten. Dort stießen die norddeutschen Malibus zu uns, die selbst anreisten, und Jenny vom Malibu Fanclub informierte uns über den Ablauf. Jetzt kann jeder noch machen, was er möchte, frisch machen, was essen gehen, was auch immer. Und um 21 Uhr sollen wir ja an der Wandelhalle sein. Das ist am Hauptbahnhof. Am besten dann im Navi auch Wandelhalle eingeben, damit wir dann auch wirklich dort sind. Und vielleicht auch, sagte gerade auch Vanessa, lieber ein bisschen frühzeitig hin, weil falls man die Wandelhalle vielleicht noch suchen muss und so, dass wir vielleicht, wenn die Leute sich hier treffen und losgehen möchten, dass man 7:45. Ja, ich bin in Hamburg, hier im Hotelzimmer und ich habe mich gerade fertig gemacht und ich sehe schon ganz schrecklich aus, das sehe ich im Gesicht. Es ist Halloween. Ja, das ist ja mein Megakostüm. Wir müssen um 8 Uhr bei Stage Entertainment sein, hier in Hamburg. Das ist unten in der Speicherstadt, so nennt sich das hier. Und da hat Stage Entertainment seine Räume, seine Probenräume. Und da findet jetzt gleich eine Generalprobe statt. Gestern Abend waren wir ja schon in der Wendelhalle oder Wandelhalle am Hamburger Hauptbahnhof und haben da von 9 Uhr bis 9:30 eine Probe mitgemacht. Bevor wir in der Wandelhalle am Hamburger Hauptbahnhof ankamen, haben wir uns noch gestärkt. Um 21 Uhr starteten wir schließlich unsere Probe am Bahnhof. Jackie, die den Flashmob inszeniert und choreografiert hatte, nahm uns freudig in Empfang. Okay, so ich heiße Jackie oder Jax und ich freue mich, euch endlich kennenzulernen. Ja. Habt ihr schön geübt? Ja. Alles okay? Ihr habt gesehen gerade? Ja. Vielen Dank dafür. Wir machen jetzt ein Staging-Probe, weil es ist nicht nur diese Choreografie, wir haben eine ganze Geschichte. Es folgt wirklich das Ding. Aber es war richtig, dass wir nur diesen einen Part, diese 1 Minute noch was gelernt haben. Was wichtig zu sagen für euch, aber ihr seid gewohnt mit dieser Sache. Die Musicalschüler sind so happy, dass ihr seid da.
also das hier darf man gar nicht so oft machen. Die Katze ist das. Ne? Das ist immer irgendwie gruselig, wenn man so macht. Aber das sieht eben auf Videos aus, als würde jemand die Katze machen, habe ich gestern gelernt. Deshalb sollen wir das möglichst nicht machen, sondern wir sollen eher so Zombies sein. Also, naja, ihr wisst schon. Das Thriller-Video, aber irgendwie kommt man immer in die Versuchung, so zu machen. Und da muss man sich ein bisschen steuern, dass man das nicht macht. Ja, wir haben auf jeden Fall gestern schon von 9 Uhr bis 10:30 geprobt. Hier seht ihr noch die Gruppe, die vor 21 Uhr dran war. Diese hatten bereits seit mehr als 6 Wochen in der Musicalschule Ahrensburg geprobt. Deren Part des Flashmobs war wesentlich länger als unser Part, der für die MJ-Fans vorgesehen war. Wir Fans bekamen im Vorfeld ein Übungsvideo zugeschickt, in dem Jackie uns unseren Part vortanzte. Damit hatten wir eine gute Grundlage, um zu üben. Hier in der Wandelhalle tanzten und probten wir schließlich das erste Mal alle zusammen. Leider konnte von uns niemand filmen, denn wir mussten ja tanzen. Oben auf der Brücke bekamen wir Regieanweisungen. Jackie erklärte uns, was wir wann zu tun hatten und wie wir auf der Brücke auflaufen sollten. Er ist hier oben mit euch. Auf Funk. Er bekommt den Go von mir. Ich mache alle die Regie, gleichzeitig mit Kamera. Alles zusammen. Und er sagt Go. Wie schnell ist er rein? Schließlich tanzten wir das allererste Mal unsere Choreografie zusammen. Leider konnte ich das nicht filmen, aber ich finde, wir haben das schon ganz gut gemeistert. Abschließend sagte Jackie uns, welche Gesichtsausdrücke gruselig wirken und was wir auf keinen Fall machen sollten, denn die Katze sollten wir ja nicht machen, wie eben schon von mir erwähnt. Wie ist der Zeitplan für morgen früh? Also 8 Uhr tanzen, wie lange tanzen wir da oder proben Wir tanzen 1,5 Stunden wieder, Generalprobe. Und dann haben wir 1 Stunde zum Schminken, von 10 bis 11. Und um 11 ist Abfahrt Wandelhalle mit den Bussen. Und um 12 ist Dance. Ne? Und dann ab 12:10 Uhr sind Presseinterviews. Und dann haben wir um 13 Uhr den Bustransfer zu den Landungsbrücken zurück, aber dann vorbei bei Stage Entertainment wegen dem Gepäck. Um 14:30 Uhr beginnt das Musical und um 19:46 Uhr geht unsere Bahnfahrt ja zurück. Das Musical geht bis 5:30. Das heißt, man hätte dazwischen noch... Ich höre mich gerade an wie so ein Besoffener. Kennt ihr das, wenn man morgens so früh wach ist und noch so im Morgentaumel ist? Naja, so fühle ich mich gerade. Aber gut, ja, das war gestern und jetzt gleich geht es zur Generalprobe. Und von da aus proben wir. Wir werden da auch geschminkt. Es gibt Visagisten, die uns nochmal fertig machen. Deshalb habe ich mir jetzt mein Gesicht auch noch nicht angemalt. Und von da aus werden wir mit Bussen abgeholt von der Stage Entertainment Akademie. Und die bringt uns zum Hauptbahnhof, wo es dann auch recht zügig losgeht, sodass wir um Punkt 12 Uhr den Thriller Michael Jackson Thriller-Ween Flashmob dort machen. Und es ist wohl ein riesen Medienaufgebot vor Ort. Also es wird wohl richtig beworben und promoted. Morgen an Presse. Das ZDF wird uns den ganzen Tag wohl begleiten. Es wird auch eine Live-Übertragung vom NDR geben. Die kommen mit so einem Ü-Wagen. Und RTL wird da sein und ZDF und ARD und NDR und WDR und lokale Blätter, also alles Mögliche. Hamburger lokale Zeitungen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Was ja richtig schön ist, dass dieses Musical so auch nochmal Medienpräsenz bekommt. Und wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video hier seht, habt ihr längst davon schon irgendwo
entweder in der Presse, Print und digital, aber auch vielleicht im Fernsehen oder im Stream. Habt ihr das irgendwo verfolgt oder schon gesehen? Oder vermutlich hat auch schon irgendeiner meiner Kollegen, die Malibus, auch ein Video veröffentlicht. Aber ich gehe jetzt mal runter zum Frühstück, weil Jenny ist schon unten und wahrscheinlich die Hälfte von uns wird auch schon unten sein. In verschiedenen Gruppen machten wir uns auf den Weg in die Speicherstadt. Ich machte mich mit einer Fußgruppe auf den Weg. Unterwegs genossen wir den Sonnenaufgang. Der Morgenspaziergang tat richtig gut und circa 25 Minuten später waren wir vor Ort, wo sich die Tänzer und Tänzerinnen für den Flashmob versammelten. Ich bin jetzt hier bei Stage Entertainment in der Speicherstadt in Hamburg und hinter mir seht ihr schon ganz viele Zombies, die sich hier schon zurechtgemacht haben. Am frühen Morgen um 6, 7 Uhr sind viele losgegangen, haben sich in ihren Hotelzimmern oder auch die hier in Hamburg wohnen, schon geschminkt und fertig gemacht. Wie ihr seht, bin ich hier noch. Ja, meine Haare sind ein bisschen strubbelig, das habe ich euch ja eben schon im Hotelzimmer gezeigt. Aber ja, für mich, jetzt wird erstmal geprobt und dann haben wir noch mal eine Stunde Zeit, um uns fertig zu machen. Da wird bei mir bestimmt auch noch ein bisschen Farbe im Gesicht sein. Aber hier ist ganz gute Stimmung. Das Grüppchen von Malibu ist hier, der Kölner Party Train oder wie ich ihn nenne. Aber es sind auch ganz viele Leute hier aus der Hamburger Umgebung noch mal hier. Auch da hinten sind ganz viele, auch junge Darsteller, Musical-Darsteller, ich weiß nicht wer oder woher die Leute kommen, woher die gecastet sind. Auf jeden Fall sind hier ziemlich viele Leute und die Stimmung ist natürlich auch, ja, ihr hört schon, die Leute sind alle im Zombie-Fieber. Das Gekreiche galt Coffee Missa, der bekannte Michael Jackson Tribute Artist, der für diesen Flashmob den Michael spielte. Um ziemlich genau 8 Uhr gingen wir hoch auf die 5. Etage in die Probenräume von Stage Entertainment. Hier versammelten sich alle 150 Zombies in einen Raum. Jackie stellte uns die Crew, die Regieassistenten vor, die uns heute rund um die Performance in der Wandelhalle begleiten werden. Greg und Silvia und Nancy sind die Ankerleute am Funk und denken im Hauptbahnhof. Okay? Das heißt, dass, wenn du eine Frage hast, würde ich euch alle nicht diskutieren. Das ist mega wichtig heute. Und es ist langweilig, wenn wir Politik machen. Fragen nehmt direkt an eure Ansprechpartner hier oder an die Teamkarte, weil die Leute, die haben kein Handy. Danach startete ein kompletter Durchgang mit allen Tänzern und Tänzerinnen. Coffee mit Begleitung, den Namen von ihr weiß ich leider nicht mehr. Rund 100 Darsteller der Musicalschule Ahrensburg, die ca. 10 Gewinner eines lokalen Castings und die rund 40 MJ-Fans des Malibu-Fanclubs. Coffee, can we go from the same place? Da, 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 da. Build up. Fünf, 6, 7 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5, 6,
7, 8, 1, ba, 7 und ba, ba, ba. Und die Hüfte tanzen. Ba, 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 ba. Und so endete einer von 4 bis 5 gesamten Probendurchläufen. Den Durchlauf mit uns Fans konnte ich ja leider selbst nicht mitfilmen, denn wir mussten ja selbst mittanzen. Während der gesamten Proben begleitete uns ein Reportageteam vom ZDF. Hier führten sie gerade ein Interview. Jetzt hatten wir 1 Stunde Zeit, um uns für das Spektakel schminken zu lassen und unsere Kostüme zu finalisieren. Jackie hatte uns am Vortag gesagt, dass ein Team aus Visagisten bereitstehen wird, von denen wir uns schminken lassen könnten. Sie gab uns auch noch Hinweise, was wir auf keinen Fall machen sollten, denn zu weiß sollten wir uns nicht schminken, denn das soll auf Aufnahmen nicht so gut wirken. Sie informierte uns, dass grün, braun und schwarze Töne dominieren sollten, wie bei richtigen Zombies, die sich gerade aus der Erde gebuddelt haben. Und weiß sollte dezent eingesetzt werden. Wir alle gingen so schließlich einmal in die Maske. In gut 2 Minuten wurde aus mir ein Zombie und alle 150 Flashmob-Darstellende holten sich so ihr Schminkfinish ab und am Ende sahen wir alle gruselig aus. Ja, achso, Ja, hier ist die Zombie-Werkstatt, hier neben mir. Nicht die Weihnachtsbäckerei, sondern die Zombie-Werkstatt hinter mir. Und aus mir ist jetzt auch ein kleiner Zombie entstanden. Mit Fliege, die habe ich auch noch gefunden.
Und ja, hinter mir ist buntes Treiben. Die Leute sind gerade halb und halb ein bisschen sich am Stärken und die andere Hälfte ist sich am Schminken. Eben haben wir mehrere Durchläufe gemacht oder einen richtigen Durchlauf mit Musik für gleich. Und da läuft Thriller wieder. Ja, auf jeden Fall ist ja einiges los. Wildes Gewuschel. Die Leute sind sich am Schminken, am Fertigmachen für gleich. Und um 11 Uhr kommt der Bus, der uns dann zur Wendelhalle bringt. Hinter mir tanzen schon die Zombies. Und ja, auf jeden Fall, da gehen sie hin. Und es ist auf jeden Fall Action und jetzt läuft auch Thriller. Und ja, um 11 Uhr geht es auf jeden Fall zur Halle. Und jetzt muss ich mich noch ein bisschen stärken, bevor wir gleich losfahren. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze wird. Ne? Also, auf geht's. Pünktlich zur Abfahrt hatte auch Coffee sein Kostüm an. MJ und die Zombies waren startklar, Jackie gab noch eine kleine Einweisung und los ging es. Wenn ihr seid nicht fertig mit Maske, ist okay. Alle arbeiten weiter. In 10 Minuten müssen langsam runterkommen. Bitte alles mitnehmen, weil wir packen alles runter. Wir werden dann, genau, wir werden dann mit Bussen gefahren. Also als geschminkte, fertige Zombies werden wir mit Bussen zur Wandelhalle gefahren. Und dann auch hinterher wieder nach dem Tanzen von der Wandelhalle zu den Landungsbrücken werden wir auch wieder mit dem Bus gefahren. Da kommt er aber zwischendurch nochmal an den Stage-Gebäuden vorbei, damit wir alle unsere Taschen wieder abholen können. Das heißt, wir gehen alle mit Koffern und Taschen in das Musical. Das müssen wir dann dort abgeben. Ne? Da gibt es ja eine Garderobe. Wer aber sagt, das ist ihm zu doof mit Tasche und Koffer, kann man vielleicht mit dem Hotel sprechen, wenn jemand Koffer hat, die hier zu lassen und dann müsst ihr auf eigene Faust... Ich sage euch, ihr seht mich oben auf die Brücke, auf die Pressebrücke, okay? Oder unten, ich bin bei euch. Nach die zweite Runde, Verbeugung, bleibt das Team zusammen und dann haben wir ein bisschen Pause. Und 10 vor 1 müssen wir hier sein, danach bereit auf die nächste Busse. Ja. Aber ich brauche Jenny. Du solltest da bleiben, weil wir haben Presseinterviews. Okay? Super. Ja, zweimal tanzen. Nicht die Brücke. Die Brücke nur einmal. War die erste Runde. Die zweite Runde, ihr geht direkt auf die Seite. Wie die Treppen runter geklettert haben. Okay? Ich wünsche euch viel Spaß, weil vielleicht wir sehen uns nicht mehr persönlich bevor der Show. Habt Spaß, ja? Und Platz für unsere Busfahrer, bitte. Am Bahnhof angekommen, ging es voller Spannung zu unseren Plätzen. In Hamburg in der Wandelhalle oder Wendelhalle an unserer Position, wo es gleich losgeht mit unserem Tanz, mit unserem Part. Hier stehen schon Hunderte von Leuten an dem Gelände, das habe ich gar nicht erwartet, aber ich glaube, das wird richtig cool und alle sind hier gut gelaunt, gute Stimmung und ich schwenke mal mit der Kamera hier rum. Da hinten seht ihr das Gelände und das gesamte Gelände ist voller Leute. Also da sind vielleicht auch sogar 1000 Leute, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall richtig cool und wir sind ein bisschen aufgeregt, glaube ich. Ich lasse mal die Kamera hier so hinter mir. Die Zombie-Reihe. In doppelter Reihe. Es ist gefährlich hier. Ja. Und jetzt auf jeden Fall ziemlich viel Action. Da wird gerade was weggerollt.
Ah, da wird Platz für unsere Fläche gemacht. Ja, auf jeden Fall ziemlich viel los. Also, ich bin gespannt und ein bisschen aufgeregt auch. Ja, wir gucken mal. Unser Regieassistent Greg nahm noch schnell ein paar Wertsachen in seine Obhut. Von hier an waren es nur noch ein paar Augenblicke bis zum Start, denn der Song Thriller hatte bereits eingesetzt. Die Malibu-Zombies des Fanclubs stürmten schließlich die Brücke und verharrten 2,5 Minuten. Nicht bewegen. Noch ein bisschen durchhalten. Durchhalten. Wie lange 2,5 Minuten dauern können. Ah, jetzt noch eine Strophe. Aber jetzt. Endlich, die Zombies von der anderen Seite kamen zu uns rüber und wir konnten uns endlich wieder bewegen. Der Michael Jackson Thriller Flashmob am Hamburger Hauptbahnhof war im vollen Gange. Unten tummelten sich die Zombies. Coffee und Begleitung spielten das Thriller-Video nach und die Darsteller der Musicalschule setzten ihre Choreografie fort. Während wir oben von der Brücke über eine kleine schmale Treppe runterrannten, um pünktlich zu unserem Einsatz wieder in Erscheinung treten zu können. Wir mussten uns durch die Menschen drängeln und um an den Rand zu kommen. Ich weiß nicht, ob es geplant war oder ob das eine Improvisation war. MJ-Fan Rosario mit einem weiteren Tänzer legten hier eine, nach meiner Meinung nach, improvisierten Tanzvorstellung hin. Das hatte ich vor Ort gar nicht mitbekommen. Erst auf Videos fiel mir das später auf, dass sie hier ja vor den ganzen Tänzern improvisiert haben. Es passte aber auf jeden Fall wunderbar an diese Stelle. Und jetzt kam Coffee nach vorne und führte die Zombie-Armee an. Ja, 150 Menschen tanzen hier den Thriller-Tanz und wenn ich so drüber nachdenke, wir haben in der Generalprobe am Morgen einen einzigen richtigen Durchgang gemacht, wo wirklich alle 150 teilgenommen haben, wo wir den einmal von vorne bis hinten durchgespielt haben. Und danach haben wir noch 3, 4 Teildurchgänge gemacht in verschiedenen Gruppen. Und dafür, dass das so übersichtlich war, also dass wir so wenig Proben als gesamtes Team hatten, als gesamte Flashmob-Crew, finde ich, dass das hier richtig, richtig gut geworden ist. Ich finde, das ist sehr impulsant, das hier so zu sehen und macht mich auch ein bisschen stolz, dass ich da mitgemacht habe. Also ich finde, das sieht ja super aus. Und hier an der Stelle, wo Coffee und die Tänzer sich umdrehen und nach hinten gucken und nach hinten gehen, das ist genau die Stelle, wo auch wir MJ-Fans eingestiegen sind, weiter hinten. Und jetzt sind wirklich alle 150
Zombies aus der Tanzschule, aus dem Casting und auch wir Fans in der Choreografie angekommen. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass das so professionell durchgeführt wird, dass wir hier in der Wandelhalle sind, dass hier 1000 Leute zugucken, während wir hier unten tanzen. Und ja, da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also das sieht richtig, richtig gut aus und ja, ich bin total geflasht davon. Der ganze Flashmob endete in einer großen Massenchoreografie. 150 Menschen, Zombies meine ich natürlich, tanzten Thriller. Was für ein Spaß. Und am Ende robbten wir uns alle um unseren MJ und ließen damit unseren Flashmob, unsere Performance ausklingen. Das ikonische Lachen von Vincent Price erklung am Ende des Flashmobs und damit war klar, der Flashmob ist zu Ende. Belohnt wurden wir am Schluss mit einem großen Applaus. Jetzt hier die Spielplatz nochmal freizukriegen. Nach dem Flashmob fanden zahlreiche Interviews statt. Und wir Zombies waren ein beliebtes Fotomotiv für das Publikum. Wir dürften auf unzähligen Kameras gespeichert sein. Die Social-Media-Accounts waren nach diesem Event voll von unseren Bildern. Ja, toll. Ich wollte das nicht professionell machen. Ich habe da Respekt davor, aber ich finde es Euphoriert fuhren wir zurück zu den Stage-Proberäumen mit einem offenen Doppeldeckerbus und sangen Thriller. Bei Stage angekommen, holten wir unser Gepäck und fuhren schließlich weiter zum MJ, das Michael Jackson Musical, welches im Theater an der Elbe aufgeführt wird. Einen ausführlichen Bericht über das Musical findet ihr bereits auf meinem Kanal. Die Presse hat uns geliebt. Schon am Nachmittag trudelten die ersten Berichte über uns und den Flashmob ein. Nahezu alle bekannten Sender und Online-Magazine berichteten über uns, ganz zu schweigen von der Social-Media-Präsenz auf Instagram und Co. Sogar ein Bericht aus Vietnam machte die Runde. Die Besetzung der Nachmittagsshow waren Amos als kleiner Michael, Prince Damien als mittlerer Michael und J. Karim Joker als MJ, die Hauptbesetzung. Nach Bennett Monteiro und Oxa müsste J. Karim die Drittbesetzung sein. Das Ensemble gab alles und J. Karim machte einen tollen Job.
Zum Schluss gab es noch ein Highlight, eine richtige Überraschung. Mit uns die Halloween-Abend zu verbringen. Sie sind wirklich ein großartiges Publikum. Danke. Und genau deshalb haben wir uns gedacht, dass Sie eine ganz besondere, gruselige Überraschung verdient haben. Denn nur heute Abend feiern wir Halloween gemeinsam auf die Art und Weise, wie Michael es sich gewünscht hätte. Wow. Nur weil Halloween war, performte das gesamte Team von MJ, das Michael Jackson Musical, einen Bonussong. Und zwar Thriller. Damit hatte keiner gerechnet. Oh, wir sind fix und fertig. Ja. Wow. Was für ein Tag. Thriller-Ween in Hamburg. Ja. Jenny und Matthias. Yeah. Oh Gott, was für ein Tag. Ja, vor allem ihr habt das ja mitorganisiert. Ja. Und toll, dass wir jetzt hier nochmal kurz zusammenstehen. Vor allem Jenny. Ja, also Jenny, die ganze unglaublich. Bahnfahrt organisiert. Also was für ein Highlight. Und ich war dabei und alle, die dabei waren. Also Ja. super. Vielen Dank auch nochmal für Gerne, diese gerne. Organisation, für dieses tolle Erlebnis. Ja. Ja, was war das für dich? Wie ist das entstanden, dass wir hier ein Flashmob, Musical, also ist ja absolut Wahnsinn. Also ich super. habe das auch mir nie erträumen lassen. Also ich mache jetzt den Fanclub seit 2013 und wir hatten schon viele coole Aktionen, kleinere, größere, aber dass wir wirklich von so einem großen Unternehmen so eine Unterstützung bekommen und so viele Möglichkeiten auch hatten jetzt für die Fans, mit Hotels und mit Bahn und mit Musical. Und bei den Proben dabei. Und bei den Proben das war ja total überall. spannend. Richtig, ganz genau. Also dass das mal in Erfüllung ging, das war jetzt echt so ein Meilenstein. Also für den Fanclub, aber auch für Michael, dass wir an sowas Großem teilnehmen dürfen als Fans. Und dass die Presse heute so stark vertreten war und dass so positive Berichte jetzt im Fernsehen und im Radio kommen. Positiv eskaliert. Also alles, ne? ich war auch, als ich diese Interviews mit der Presse gegeben habe, noch auf so einem, ich hatte noch so einen Adrenalinschub, weil die fragten mich alle, Mensch, ist das jetzt angewachsen, das Grinsen irgendwie? Ich sag, ich kann gerade nicht anders, weil es war so schön. Und es hat ja auch alles super geklappt, die Organisation mit den Bussen. Ja, es hat reibungslos geklappt. Wirklich, Hotel war gut. Hin und her, jetzt müssen wir noch zum Hauptbahnhof. Genau, aber es war einfach ein unvergessliches Event und einfach schön. Und für dich, was war dein Highlight, Matthias? Mit deinem super Outfit hier, also alle super. Also wir haben uns alle echt ins Zeug gelegt, ja. Ne? Wenn wir nachher zurückfahren, dann war ich exakt 23 Stunden hier in Hamburg. Und wenn ich jetzt überlege, was in diesen 23 Stunden passiert, das muss man was verarbeiten. Unfassbar. Ne? Ja. Das kriegt man gar nicht in den Kopf. Wirklich. Ich bin auch dankbar für jeden, der mitgekommen ist und dass das alles so geklappt hat. Ja. Coole Truppe. Super schön. Ja, wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir zum Hauptbahnhof kommen. Wir Kölner oder auch Mainzer sehen jetzt zu, dass wir unsere Bahn bekommen. Genau. Und ja, so geht hier Thriller-Ween in Hamburg zu Ende. Und jetzt müssen wir die Fähre bekommen, bevor wir hier festsitzen. Genau, das wir schwimmen. Wir werden hier gleich wieder rausgeschmissen. Okay, ja. Yes. Bye, bye. Bye. Und so endete der Trip nach Hamburg. Ungefähr 36 Stunden lagen zwischen Abfahrt und Wiederankunft am Kölner Bahnhof. An dieser Stelle muss ich die Organisation vor Ort loben. Alles war perfekt durchorganisiert. Die Proben, die Maske, der Flashmob und natürlich der Musicalbesuch. Was für ein Highlight. Ein herzliches Dank an Jenny von Malibu. Sie hatte uns über E-Mails stets informiert und abgedatet. Danke auch an Jackie, die uns so wunderbar im Empfang nahm und uns alles geduldig erklärte. Vom Video am Anfang über die Proben am Abend in der Wandelhalle bis hin zum eigentlichen Tag des Geschehens. Ebenfalls bedanke ich mich bei den Schülern und Schülerinnen,
der Musicalschule Ahrensburg, die uns so wunderbar empfangen haben. Ebenfalls ein Dank an die Visagisten und Regieassistenten für ihren Einsatz. Ein Dank auch an Stage Entertainment und dem MJ, das Michael Jackson Musical. Und zu guter Letzt ein Dank an die gesamte MJ-Truppe, ja, für diesen unvergesslichen Tag, für diese unvergesslichen Stunden in Hamburg. Es war mir ein Fest, dieses Event mit euch allen zu teilen. Ein Event, das noch lange in Erinnerung bleiben wird. Das war MJ Update Folge 42. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bitte alles machen, was man so machen kann. Teile diese Folge mit deinen Freunden und anderen Michael-Fans. Schau sie dir lange an, denn lange Watchtime, ja, das tut meinem Kanal gut. Gerne auch liken, kommentieren, gerne mal erzählen, ob ihr auch dabei wart oder ob ihr davon mitbekommen habt. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Wir sehen uns bei der nächsten MJ Update Folge. Macht's gut und bis bald. Ciao.